Herzlich willkommen zum Umdenken mit Preta Coaching. Heute habe ich besonders ein Vorrecht und ein Privileg, Gladys von Wunschheim zu besuchen an ihrem Arbeitsplatz. Sie ist Anwältin, international tätig und ich bin gespannt, wie sie Gott am Arbeitsplatz erlebt. Ich bete viel in der Arbeit, indem ich mit Gott unterwegs bin, vor einem wichtigen Telefonat, vor einer wichtigen Sitzung, wenn ich einen delikaten Brief schreiben muss, eine Gegenpartei treffen muss oder sonst eine Strategie muss entwerfen für einen Fall, dann ich zuerst mal beten. Ich habe viele Klienten, die sind halt in schwierigen Situationen drin. Ich tue vor allem in Fällen von Streitigkeiten beraten. Das heisst, es hat Spannungen, es hat Enttäuschungen, Frustration, auch viel Angst. Man muss auch mal mit dem Verlust umgehen. Und deshalb bete ich viel, um mich zu öffnen, um das zu sehen, was ich sonst nicht sehen würde, um das zu hören, was ich sonst nicht hören würde. Und es braucht doch eine Hilfe von oben, um Lösungen zu sehen, die man sonst eigentlich nicht erkennen würde. Was möchte Gott für den Menschen, der mein Klient ist? Und was ist sein Plan für ihn in dieser Angelegenheit? Ich bin überzeugt, Gott hat einen guten Plan für jeden Menschen, das heisst auch für jeden von meinen Klienten. Und da ergibt es sich eigentlich ganz gut, mit Bibelvers zum Beispiel den Klienten zu ermuntern. Wenn ich sehe, dass die Person dafür offen ist, oder mal einen Worship-Song schicken oder ein Input von YouTube über ein Bibelthema. Ich finde, es ist sehr gut, um den Klienten eine andere Perspektive zu geben, wieder aufzumuntern. Und es hilft auch, finde ich, wenn der Anwalt nicht nur ein Fachspezialist ist, sondern auch auf menschlicher Ebene mit den Leuten kann reden und die Leute auch berühren. Und ich habe bis jetzt eigentlich noch nie eine schlechte Rückmeldung bekommen bei den Klienten, wo ich das gemacht habe. Und das verändert wirklich auch die Beziehung zwischen Klient und Anwalt. Und es geht dann wirklich um Menschen und nicht nur um ein Papierdossier, einen Fall mit Nummern und einfach Namen drauf. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Es ist auch so, dass ich nicht nur Gott in existierenden Fällen, die ich habe, um Rat bitte, sondern auch bei neuen Fällen ihn einbeziehe und mich vielleicht auch einen Fall wünsche. Und letztes Jahr habe ich mich beworben für eine Stelle als Verwaltungsratmitglied in einer Baufirma im Kanton Graubünden. Und ich hatte dort das Vorstellungsgespräch und das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Aber es hat eine Frage, auf die ich gefunden habe, da habe ich wirklich nicht so gut geantwortet. Und das war die Frage, was meine Werte sind. Und es hat mich auch überrascht, dass ich diese Frage nicht wirklich offen und ehrlich beantworten konnte. Und das hat mir im Nachhinein einfach zu schaffen gegeben. Und dann habe ich das Gespräch mit Gott und gefunden, du Gott, weisst, diesen Job hätte ich wirklich gern. Aber ich will dann nur, wenn ich dort auch mit dir offen unterwegs sein kann. Und dann habe ich gefunden, weisst du was, ich schicke denen nochmal eine E-Mail und denen klar sage, was meine Werte sind und dass ich an Gott der Bibel glaube, dass ich mit Gott auch in meiner Arbeit unterwegs bin und was das in meinem Alltag bedeutet. Und dann ist es so herausgekommen, dass ich nicht nur die Stelle bekommen habe als Verwaltungsratsmitglied, sondern sie haben mich sogar als Verwaltungsratspräsidentin gewählt. Das zweite Beispiel, ich tue ja mit Streitigkeiten handeln und von dem her sind es meistens schwierige Situationen, wo die Leute zu mir kommen. Und hier geht es um einen Minderheitsaktionär, der gewisse Ansprüche geltend macht gegen den Mehrheitsaktionär. Und das ist unter Schweizer Recht nicht so einfach, weil Minderheitsaktionäre werden hier nicht so sehr geschützt, wo es ein bisschen mehr braucht als nur eine rechtliche Lösung, sondern eben auch Kreativität und ein bisschen out-of-the-box-Thinking. Und da habe ich schon mehrmals Gott um Rat gebeten. Und da habe ich mich auch mehrmals mit dem Klienten auch über Gott unterhalten und auch dem Klienten sagen, wir sollten jetzt vor dieser Sitzung mal zusammen beten, dass wir das und das erlangen. Und einmal sind wir vor einer sehr wichtigen Sitzung gestanden mit dem Mehrheitsaktionär auf der anderen Seite. Und ja, wir hatten schon ein bisschen alle Angst gehabt, wie diese Sitzung würde laufen. Und dann bin ich an diesem Sonntag in der Kirche und dann hat es eine Predigt gehabt, hey, genau das ist es. Genau das ist die Perspektive, die wir in diesem Fall brauchen. So könnten wir den nächsten Schritt angehen, damit er erfolgreich ist. Und das habe ich dann auch sofort mit dem Klienten geteilt. Und das ist sehr gut angekommen und alle gefunden, hey, das ist eine super Idee. Und das haben wir dann auch so durchgesetzt und hat ganz gut funktioniert an dieser Sitzung. Ja, Marius, danke vielmals. Ich gehe zum nächsten Arbeitsplatz und was ich mitnehme, ist, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Wie gehst du mit Herausforderungen um an deinem Arbeitsplatz? Viel Spaß beim Umdenken.